Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an die Portaltage im Dezember. Es sind einige, habe ich gesehen. Und wir gucken, was ich dazu weitergeben darf. Um was geht es? Es geht darum, dass wir nicht immer jung sind, dass wir irgendwann erwachsen werden. Es geht um das Gefühl der ewigen Jugend und es geht darum, keine Dinge zu tun, die nicht gut für uns sind. Also hier können wir wahrscheinlich noch mal stark ausmisten von all diesen Dingen. Und wir haben unterm Deck noch, dass wir unsere Zeit gut nutzen sollen und dass wir jeden Moment zu einem Moment machen sollen, der zählt. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen weiter weglegen, sonst reicht mir der Platz wieder mal nicht. Ich bräuchte eigentlich einen Riesentisch. Aber Not macht erfinderisch. Die Portaltage im Dezember, das darf ich weitergeben. Für Klarheit sorgen. Das Außen spielt eine große Rolle. Umstände, die wir nicht kontrollieren können, aber zugleich habe ich eben dieses Ding, dass das Außen uns auch Klarheit liefert. Es geht sehr viel um, für was habe ich noch Leidenschaft im Leben, was sind meine Herzensangelegenheiten, wo fehlt mir irgendetwas. Und wir haben die Sonne im Haus des Baumes drin. Ja? Also hier ist die Lebensenergie, die Ja-Karte zum Leben, zur Liebe, zu Neubeginnen. Für viele ist es vielleicht auch so, dass die Vergangenheit nochmal anklopft oder dass Vergangenheit eine große Rolle spielt. Ich habe schon wieder Umbruch, neue Phasen. Ich habe auch, dass die Paare so ein bisschen ihre eigene Verstrickungen auflösen. Ich habe das finanzielle Vorankommen, die Seelenreise. Ich habe die Geldkarte hier auch im Hause der Blumen drin. Also hier ist irgendwas, da möchte die Seele wieder genährt sein. Da möchte man Wege gehen, die Minimalisierung mitbringen. Ich meine, wir haben ja, mache jeden Moment zu einem, der zählt. Und da ist es wahrscheinlich nicht gut, sich in Umwegen, in Einbahnstraßen aufzuhalten. Deshalb wird hier etwas weggenommen. Eine Sache, die langfristig zu anstrengend ist. Und es steht alles unter dem Stern, dass wir unsere Lebenskraft und das, was wir im Leben brauchen, auch unsere Vitalität strahlen lassen. Ich habe, dass wir hier im Hause der Neubeginne, das habe ich hier zweimal sogar, Beziehung, Partnerschaft, Liebesthemen auf den Prüfstand stellen. Wenn wir bedenken, die erste Karte hat gesagt, wir sind nicht ewig jung, guckt man sich jetzt vielleicht auch mal genauer an, wo kann ich denn was, wie lange noch so machen? Wo habe ich Hindernisse, die so wirken, dass ich meine Kraft verliere, anstatt sie aufblühen zu lassen? Und es ist so ein Weg, der aufgezeigt wird, wie nutze ich in Zukunft meine Zeit so, dass sie gute Energie für mich bringt, mit dem Gedanken, dass ich nicht jünger werde. Ne? Wir haben hier so ein bisschen Skepsis mit an Bord. Wir haben vielleicht auch bei den Dingen, die sich für uns verändern, noch das Thema, inwieweit öffne ich mich Veränderungen, was ist sinnvoll, wo muss ich einen klugen Zug machen, wo hat das Umfeld eine große Einflussnahme auf mich oder auch die Finanzen, ne? Auch immer ein Thema, bei dem man sich weiterquält, obwohl man wüsste, es geht eigentlich nicht mehr. Und das ist jetzt auch sehr spannend, denn hier haben wir im Hause des Kindes, der Kinder, der Neubeginne, den Ring drin und hier haben wir im Haus der Entscheidungen
den Schlüssel. Also hier gehen tatsächlich neue Türen auf im Beziehungsleben, in Herzensangelegenheiten, in Dingen, die mit Unabhängigkeit zu tun haben. Und es geht irgendwie auch darum, aus einem bestimmten, ich sag mal, eine Grenze von sich selber zu sprengen. Ich habe, dass wir da irgendwo ein Thema haben, wo wir überfordert sind oder wo wir denken, wie kann ich alleine das schaffen? Aber das liegt ja mit den Mäusen in einer guten Spiegelung drin. Hier ist sehr vieles, was emotional an einem nagt und das schon über längere Zeit. Emotionale Blockaden, Hindernisse, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Spuren hinterlassen haben. Wo haben wir uns auf dem Weg im Leben uns selber verloren? Wo konnten wir uns nicht treu sein? Wo haben wir Federn gelassen? Wo wurden wir allein stehen gelassen? Wo hat man uns verletzt? Und dann nicht, man hat sich nicht auskuriert davon. Konflikte mit der Wahrheit. Konflikte mit der Wahrheit, das kennt ihr bestimmt alle, ne? Ich kann es euch nur an einem Beispiel von mir selber erklären. Es geht darum, dass man bewusst etwas zurückhält, dass man aber vielleicht vermutet, man selbst, es könnte da was sein. Und die Kommunikation verläuft so, dass sie eigentlich mehr verdeckt als aufdeckt und man spürt es aber, ne? Man kommt vielleicht auch etwas selbst auf die Schliche, aber das Gegenüber, das es betrifft, streitet es ab oder sagt, wenn ich dir das gesagt hätte, dann wäre aber was los gewesen. Und das ist das, was oftmals dazu führt, dass man andere Entscheidungen trifft, ne? Dass man sich, wenn man das Wissen gehabt hätte, vielleicht für etwas entschieden hätte, das gänzlich anders ist. Und das guckt man sich hier an. Ich habe sehr viele familiäre Veränderungen. Das ist eine Veränderung, die über viele Generationen emotional vielleicht auch gedeckelt hat, verschwiegen hat. Es gibt ja Leute, die gehen mit der Wahrheit so um, dass man das darf man anderen sagen und das nicht. Und das andere verkauft man so oder so. Und das könnte ja eine Sache der Genetik hier sein, die sich hier abspielt. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir haben ja, nun mache jeden Moment zu einem, der zählt. Wir haben die Arbeitskarte in unserem eigenen Haus. Das heißt, wir können vielleicht Dinge, die wir erarbeitet haben, hier in ein anderes Gleichgewicht bringen, auch familiär oder auch Kämpfe in Beziehungen, ne, die man ja auch aus dem Familienkonstrukt oft mitbringt. Und hier liegen die Störche im Haus der Familien drin. Ne? Hier ist es sehr am emotionalen Feld, am Mangel. Was hat man euch nicht gegeben? Was wurde euch vorenthalten? Es geht um das, was man nicht bekommen hat. Das Kreuz legt sich ins Haus der Sonne rein. Schicksalshafte Veränderungen, das ist schon mal schön ein anderer Dreh. Und ich habe emotionale Erfüllung, ein schicksalshaftes Geschenk, Emotionen, die wieder aufblühen, eine Mauer, die gesprengt wird. Für einen oder anderen kann es auch sein, dass sie tatsächlich Verstrickungen im Beruf beenden oder schwierigere Wege. Wir liegen hier im Haus der Transformation drin. Wir enden hier unten dann im Haus der Ringe, die den Brief mit an Bord hat. Hier sind Nachrichten, hier sind gute Aufträge, Verträge, vielleicht auch Personen, die hier genesende Energien mitbringen, die inspirierend sind, die
Veränderungen, für kreative Lösungen haben. Man überwindet sich selbst irgendwie. Ne? Im Haus der Finanzen haben wir hier den Klee drin. Hier kann sein, dass wir auf 2 Bereichen etwas entscheiden, was uns kleineres Geld mehr bringt. In der Korrespondenz ist die Sonne. Die Finanzen selber liegen hier im Haus der Blumen, auch wieder im Zuwachs. Das betrifft dann aber auch wieder alle. Es könnte auch Kinder von uns betreffen. Es ist an sich so, dass wir mit dem Thema Kinder hier auch eine neue Erfahrung machen. Einen Zyklus, in dem man sich genau anguckt, wie ist das Beziehungsmuster, wie kriege ich etwas Neues ans Rollen, wo gibt es noch Dinge, die an die Oberfläche kommen, die nicht gesagt werden oder wo man absichtlich nichts sagt. Das ist hier ganz zentral. Wahrheit bringt Konflikt mit, könnte das Muster sein. Es ist ja auch manchmal so, ne? Schauen wir ein bisschen weiter, was darf ich noch mitgeben für die Portaltage im Dezember. Was ich hier aussehen kann nochmal, es sind Herzensmenschen unterwegs. Menschen, die wir noch nicht kennen, die in uns emotional etwas auslösen. Das können Leute sein, die können gut machen, was andere vorher verpatzt haben. Und was haben wir hier unten? Der gewaltige Wasserfall, das Abenteuer. Und unterm Deck haben wir noch den tropischen Dschungel. Steht für den Erfolg. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Wir hatten es da ja von den Emotionen. Hier ist Wasser, der Wasserfall. Also Emotionen, die in Bewegung sind, loslassen. Etwas kommt wieder in den Fluss. Hier ist das fließendes Wasser eben auch kein Stillstand ist, sondern das geht immer so weiter. Und die Botschaft ist auf jeden Fall, dass uns etwas erfüllt mit Begeisterung, dass wir auf etwas gucken, für das wir uns wirklich interessieren. Hier ist Entfaltung. Hier guckt man auf die Umgebung, man nimmt etwas anderes wahr. Hier sind Dinge, Menschen oder auch Situationen, wo man bisher vielleicht drüber geguckt hat, die jetzt viel mehr Möglichkeiten mitbringen und andere Perspektiven. Und es geht auch ein bisschen darum, dass man seine Scheuklappen runternimmt. Das ist das, was ich hier so zentral hatte zu dem Thema Wahrheit. Ne? Dass man selber das Heft in die Hand nimmt und dass man handelt und dass keine Langeweile und kein Stillstand im Leben so einen großen Platz hat. Geistiges Reisen ist ja auch, ne? Wir haben im Haus der Reise den Bären drin. Das passt sehr gut. Und es kann auch sein, dass irgendwo eine spirituelle Weihe bevorsteht. Wir haben hier das Kreuz im Hause der Sonne und den Reiter im Hause des Schicksals drin. Im Thema hier unten haben wir eben das Wort Erfolg. Und es geht darum, dass wir zufrieden sind, ne? Dass wir uns gut fühlen, dass wir uns auch mental ein Gerüst erschaffen, wo das Wort Zufriedenheit eine große Rolle spielt. Hier ist auch so ein bisschen dieses Ding, dass man irgendwo einen Triumph einfährt. Immer wieder wird es auch gesagt, dass wir auf das schon gucken sollen, was wir haben und dass wir der Vielfalt, die das Leben uns bietet, uns nicht verschließen sollen. Und dass auch manchmal kleinere Dinge wunderbare Erfolge bringen können. Das sind so die ganz kleinen Aspekte, die wirken können. Und hier ist eben das Ding, gute Resultate zu machen. Und wenn wir uns das angucken, nochmal, nutze deine Zeit gut. Du bist nicht immer jung und tue nichts, was dir selber mehr schadet. Ne?
Das ist schon eine große Erkenntnis. Eine Erkenntnis, wo man auch weiß, ich habe nicht die Zeit, die ewig geht in diesem Leben und ich mache jetzt aus dem, was ich habe, nicht das Schlechteste, sondern ich bin bereit für ein neues Konstrukt auch, für ein neues Abenteuer. Wir haben 2 Engel. Da ist der Engel des Augenblicks, das passt auch wieder sehr gut. Ne? Mache jeden Moment zu einem, der zählt, und der Engel der inneren Weisheit. Hier sind kostbare Momente gemeint, die sich uns bieten. Das mag für jeden etwas anders sein. Und es geht darum, mehr auf diese Augenblicke zu gucken, in denen wir das erleben dürfen. Sie festzuhalten, auch denn man kann sie uns nicht mehr wegnehmen. Und hier ist eigentlich auch sehr viel Weisheit wieder. Die innere Stimme, die zu uns spricht. Und es geht darum, auch liebevolle Werte bewusst zu leben. Neue Perspektiven einzunehmen, die eigene Philosophie entwickeln. Und hier ist auch nochmal Befreiung und Zufriedenheit das Schlagwort an sich. Gut, nehmen wir noch eine von meinen und dann... Ja, du bist ein Unikat, jeder hat einen anderen Fingerabdruck und das sollte uns hier zum Erfolg bringen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch bis bald.